Jetzt gibt es ja so viel Neues. Wir haben die neue Belaja, wir haben den Weihnachtsmarkt, es gibt Neuigkeiten im Shop und zusätzlich haben wir natürlich jetzt für die nächsten 60 Tage so richtig was zu tun. Also, wir gucken natürlich noch rein, drücken Escape, drücken hier auf das Neujahrsevent 2025. Damit angeln wir jetzt ins nächste Jahr rein. Da oben läuft auch schon der Timer. Sobald du dich einmal eingeloggt hast, startet dieser Timer. Wenn du dich nicht einloggst, startet auch der Timer nicht. Das heißt, wenn du jetzt noch ein bisschen vorhast, keine Ahnung, Urlaub zu machen, log dich erstmal nicht ein. Bis zum 10.01. hat man Zeit, sich einzuloggen. Ab da geht es los. Dann startet der Timer. 60 Tage geht's dann los. Und dann hat man Zeit, Aufgaben zu erledigen. Das gab es schon mal. Und die sind wieder unterteilt zwischen Premium und Non-Premium. Und bei den normalen Aufgaben sehen wir denn dann auch, was es alles so gibt. Wir fangen hier oben an. Das sind hier jetzt die verschiedenen Aufgaben. Wir können das im Detail nochmal anklicken, sehen dann genau wie und wo und die Gewichtsklasse. Also haben dann hier sämtliche Details, beziehungsweise haben dann hier auch nochmal die Info, was es genau gibt. Also, was können wir bekommen? Von Bier bis Schoko. Der Traumfischgutschein, falls man mal so eine Super Trophy ausstopfen will und sich ins Haus hängen will. Richtig gut. Dann haben wir hier so ein Kunstköder-Set in so einer Box, okay, auch cool. Getränke-Heißbehälter, europäisches Nordmeer. Sehr praktisch, dass man dann auch schon mal zum Nordmeer so ein Bootsticket hat. Eine Angelroute, eine Sonderedition und dann gibt es hier natürlich wieder einen Preis, den wollen wir natürlich haben. Und 3 Tage Premium, wenn wir hier das Non-Premium einmal erreicht haben. Und dann mit den 3 Tage Premium gehen wir natürlich rein in das Premium-Angeln. Und dann geht es hier weiter und hier gibt es dann tolle neue Preise. Tatsächlich ganz nice. Hier europäische Nordmeer-Tour sogar auch. Also das lohnt doch hier. Einfach mal die Nordmeer-Tour nochmal zu machen mit dem Ding. Dann gibt es hier eine Schaufel nochmal extra, eine andere Lampe. Nice. Nochmal eine Stippe, glaube ich. Oder ist es eine Bollo? Es ist eine Spinroute, okay. Spinroute, Wurfgewicht 2 bis 10, 14 Gramm. Oh, eine Leitroute. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Einen coolen Klappstuhl in Blau. Jawollo. Und dann gibt es hier unten auch nochmal Special, nochmal eine Castingroute. Die Billionaire. Jawollo auch dazu. Und natürlich nochmal einen Preis. Ja, und das Ganze, ja, gucken wir mal, wie das so im Detail aussieht, würde ich sagen. Ne? Wir fangen mal hier oben an. Fange 3 verschiedene Fischarten am Moskitosee mit einer Spin- oder Castingroute. Ja, man kriegt von Anfang an eine Spinroute, 3 verschiedene Fische. Gar kein Problem. Einfache Köder, zack, 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 durchziehen, ab dafür. Dann die nächste Aufgabe. Fange ein Rotauge mit einem Gewicht von mindestens 500 Gramm am Windenbach. Muss man, glaube ich, jetzt nicht wirklich viel zu machen. Ich würde, glaube ich, in der Nähe von der Brücke angeln. Da gehen auch immer mal wieder die Rotaugen rein, verschiedene Köder, Made und so weiter. Einfach mal testen. Geht bestimmt. Dann haben wir hier, fange 8 verschiedene Fischarten am Windenbach mit einer beliebigen Posenroute. Ja, auch da Stippe, Bollo und so weiter. Hier steht alles drin. Einfach simpel reingehen, klein reingehen, Zuckmückenlarve verwenden. Das ist so ein schöner Allround-Köder. Regenwurm, Zuckmücke und so weiter. Tagesfische nehmen, Nachtfische nehmen. Dann hat man auch ratzfatz 8 verschiedene Fische zusammen und schon gibt es so ein Pack Getränke. So, gucken wir direkt die Stufe 2 bei den Non-Premium-Aufgaben. Fange Karauschen und Giebel mit einem Gewicht von 800 Gramm am Windenbach. Das Ganze würde ich oben am See machen, an dem Tümpel. Da geht es am besten. Übrigens, falls du dir Fragen stellst, wie soll ich denn das schaffen, Alla? Es gibt zu all diesen Fischen an allen Gewässern 100%ig auch noch Videos auf dem Kanal. Einfach mal gucken, auch wenn es alt ist. Im Game gibt es nicht wirklich was Altes. Spots sind immer wieder aktiv. Nur, dass man dann vielleicht mit den Ködern noch ein bisschen rumexperimentiert. Aber die Spots sollten immer mal wieder laufen. Was haben wir als nächstes? Fange einen Fisch von mindestens 1 Kilo mit Köcherfliegenlarve am Moskitosee, Windenbach. Köcherfliegenlarve. Mit der Köcherfliegenlarve auf einer Posenroute, mindestens 1 Kilo.
Es könnte wahrscheinlich ein Döbel oder sowas reingehen. Döbel, Aaland und Co. Durchaus eine Option, kann aber auch ein bisschen dauern. Moskitosee oder Windenbach. Ich glaube, ich würde es am Windenbach probieren und da ein bisschen auf den Döbel hoffen. Am Moskitosee wüsste ich jetzt auch nicht genau, aber da könnte vielleicht auch noch ein Aaland reingehen. Geht. Hier mindestens 1 Kilo, genau. Die Köcher auf Pose. Dann fange mit Made 7 verschiedene Fischarten am Moskitosee. Ja, dann nimmt man doch hier, das hatten wir doch hier oben schon, fange 8 verschiedene Fische. Dann fängt man doch erstmal an mit der Made. Wo war das hier? Da haben wir 8 verschiedene Fische am Windenbach. Mit einer beliebigen Pose. Ne, hier ist es der Moskito, ne? Hier ist es der Moskito. Hier ist es speziell der Windenbach. Okay, dann muss es tatsächlich sein, dann mit der Made ab zum Moskito. Aber wird gar kein Problem. Auch da wieder Tagesfische, Nachtfische. So, fange einen Aaland mit mindestens 1 Kilo am Windenbach. Da würde ich in Richtung Ende des Windenbachs gehen. Also da, wo dann hinten so diese Bäume sind und so. Beziehungsweise auch oben in der Kurve gehen die auch immer mal wieder rein. Und gerne auch, ja, entweder mit Mais probieren oder einfach auch auf Insekten probieren. Funktioniert auch immer mal wieder ganz gut. Also sowas wie vielleicht sogar Grashüpfer oder sowas, da gehen auch ab und zu die Döbel mit rein, aber eben auch Aaland. Ja, könnte ein bisschen dauern, 1 Kilo ist aber durchaus machbar. Dann haben wir hier, fange eine Laube mit einem Gewicht von mindestens 100 Gramm am Moskitosee, Windenbach oder Belaya. Würde ich sofort zum Windenbach gehen, Laubenbaum und so weiter. Es gibt da ganz verschiedene Spots, also verschiedene Spots, die immer wieder gut laufen für Laube. Klar, natürlich auch da gibt es verschiedene Videos schon zu, einfach mal reingucken. Sollte wirklich kein Problem sein, mal eben eine Laube zu fangen, 100 Gramm. Ich würde, glaube ich, einen 18er Haken nehmen, ein bisschen größer reingehen, damit das auch klappt. Guck mal, ein Ding habe ich ja schon abgehakt. Einfach hier beim Rumtesten an der Belaya. Fange 7 verschiedene Fischarten am Fluss Belaya. Klar, easy peasy gemacht. Sogar noch einen Taimen hier mit 4 Kilo dabei gewesen. Und das hier auf einem Blinker, auf einem dicken Wobbler. Und das ist doch schon der erste Schritt hier zum Traumfischgutschein. Sehr schön. Dann geht es weiter. Das hatten wir auch zuletzt nochmal. Fange einen Steinschill am Windenbach. Am besten auf Jig. Weiße Jig Köpfe, so diese kleinen Gummifische und dann durchjiggen oder Schaumgummifische auch mal so in Gelb oder so, oben in der Kurve und dann so zwischen diesen Bäumen, die da im Wasser sind, einfach mal so durchjiggen, sollte ganz gut gehen. Oder vielleicht sogar die kleinen Quicker, könnte man auch probieren. Fange mit einer Stipprute. Eine Brasse mit mindestens 1,5 Kilo am Windenbach, Moskitosee oder an der Alten Festung. Alte Festung hatten wir jetzt tatsächlich zuletzt. Wenn du da Bock drauf hast, klar, gerne da testen. Ich weiß, diese Aufgabe gab es schon. Ich habe die erledigt am Moskitosee. Und zwar, wenn du startest am Moskitosee, gehst du ein bisschen rechts rum. Da sind so ein paar Holzpflöcke im Wasser, bevor es dann so in diese Kurve geht. Und an diesen Holzpflöcken kann man relativ nah, also in den tiefen Bereich gehen, nachts natürlich und dann da weit auswerfen. Kleiner Nachteil oder was man bedenken muss, mit der Stippe, wenn du eine richtig schön lange Stippe hast, hast du natürlich Vorteile. Also das im Idealfall mit einer 8 Meter Stippe machen, weil man halt richtig schön weit rauskommt ins Tiefe. Ansonsten eben probieren so eine 6 Meter Stippe. Also wenn man nur so eine kleine mit 4 Meter hat, könnte es schwierig werden, aber ist machbar. Also Brassenangeln, schön in der Nacht auf Tiefe, sollte auf jeden Fall auch funktionieren. Fange nachts 7 verschiedene Fischarten an der Alten Festung. Nachts ist hier auch direkt beschrieben, also in der Zeit von 23 Uhr bis 4 Uhr morgens. Na klar, Aal, Quappe, Grundel sollte auch noch reingehen bis 23 Uhr. Vielleicht geht sogar noch ein Hecht rein bis 23 Uhr. Barsch könnte noch mit reingehen. Dann geht bestimmt auch noch, naja, möglicherweise gehen sogar noch ein Karpfen rein in der Zeit. Was haben wir denn noch? Die Quappe, den Wels, maybe auf Jig. Also da geht schon noch was. Durchaus möglich, also kriegt man bestimmt hin. Und ja, ich würde es wahrscheinlich sogar auch noch versuchen, um die Uhrzeit, tatsächlich auch mit Spinning, wie gesagt, auch für den Hecht,
kann noch ganz gut funktionieren. Fange nachts 7 verschiedene Fischarten an der Festung. Es ist nicht weiter beschrieben, also nichts vorgegeben. Kann man also ganz gut machen. Ja, dann haben wir die nächste Aufgabe, die Nummer 5. Fange einen Zobel mit einem Gewicht von mindestens 350 Gramm am Windenbach. Ja, und da gehen wir auch direkt zum Windenbach mit einer beliebigen Grundroute. Winkelpicker, Karpfenroute oder sowas, ja. Also eine einfache Grundroute nehmen, Feederset Start, raus damit. Auch hier würde ich einen 18er Haken nehmen. Und Borkenkäferlarve zum Beispiel. Borkenkäferlarve, bevor es in die Kurve reingeht am Windenbach, sind auf der linken Seite, ist da so eine kleine freie Stelle, wo auch dann rechts in der Ecke so eine tote Birke liegt und auch gegenüber so eine Birke liegt. Und wenn man da in diesem Bereich zum Beispiel immer mal wieder reinwirft, dann hat man da gerne mal auch die Zobel. Und ja, wie gesagt, das entweder mit Alge kann man es testen, mit Köcherfliegenlarve, Borkenkäferlarve, Mistwurm natürlich, klassisch. 350 Gramm, ja, braucht vielleicht ein bisschen Zeit. Machen wir vielleicht einfach ein Wettangeln drauf und dann sind die auch ratzfatz drin. Nach dem Zobel kommt die Stipprute wieder zum Einsatz. Mit einer Stippe eine Güster von mindestens 500 Gramm am Moskitosee, Windenbach und so weiter oder Alte Festung. Alte Festung gibt es verschiedene Spots zu. Einfach auch da mal reingucken in die Playlist Alte Festung oder bei YouTube in die Suche auf dem Kanal. Einfach oben Güster eintippen, zack, kommen dazu genug Infos. Also auch das ist gar kein Thema. Easy peasy. Das Ganze ist dann mit der Stippe, ja, kriegt man aber auch hin. Also Stippe und Güster gar nicht verkehrt, sollte man eigentlich ganz gut hinkriegen auch. Fange eine Schläfergrundel mit 350 Gramm an der Alten Festung. Da muss man einfach wieder ein bisschen Spot suchen. Wenn du aus der Festung rauskommst, sofort links der klassische Aalspot an der Schilfinsel da, beziehungsweise auch unten, wenn du runterrennst in Richtung den Fuß unten in der Ecke, dass man da auf der Brücke das probiert. Ja, eine Schläfergrundel sollte eigentlich an verschiedenen Stellen reingehen. Das wird schon. Dann kommen wir zur Aufgabe 6. Fange mit einer Spinner- oder Castingroute einen Döbel von mindestens 1 Kilo am Windenbach oder Moskitosee. Auf jeden Fall auch am Windenbach testen. Gar kein Problem. Auch da wieder oben in der Kurve. Verschiedene Spinner einfach verwenden. Ja, kein Problem. Irgendwas Silbriges. Dragonfly Bell zum Beispiel in Silber. Gar kein Thema. Fange ein Gesamtgewicht von 30 Kilo beliebige Karpfenarten am Bärensee mit Naturködern. Och, das ist ja mal nett. Also einfach mal eine Runde Karpfen angeln, 30 Kilo Karpfen zusammen angeln. Ja, das geht auch ratzfatz. Auf Kartoffel und Co. Kartoffel, Honigteig auf jeden Fall. Tauwurm kann man natürlich auch noch verwenden, beziehungsweise Weizenkorn gerne auch mit verwenden. Und dann hat man da doch richtig gute Chancen. Fange von einem Boot aus mit der mit einem Spinner 6 verschiedene Fischarten am Kuori-See. Auch kein Problem. Das kann man wirklich ganz gut auch machen, um Skillpunkte zu machen im Spinning. Habe ich schon ein paar Mal erklärt. Also einfach mit einem feinen, leichten Spinner reingehen. Man nimmt vielleicht so ein, naja, sagen wir mal so 9 Kilo Setup ungefähr und geht mit sehr kleinen Spinnern rein, ähnlich wie an der Belaya. Also so 4 Gramm Spinner und zieht dann da durch. Da gehen ratzfatz verschiedene Fische rein. Wir können den Barsch natürlich mitnehmen, die Zwergmaräne. Also alles das, was man eigentlich normal nicht haben will, zählt ja hier alles rein. 6 verschiedene Fischarten und ab dafür. Aufgabe 7. Und das ist ja alles noch Non-Premium, also das sollte ja wirklich doch gut machbar sein. Fange einen weißen Amur mit mindestens 7 Kilo am Bärensee. Na klar, den fangen wir einfach nebenbei auf Honigteig, wenn wir am Bärensee die 30 Kilo machen. Fange nachts in einem der aufgeführten Gewässer mit einer Grundruhe einen Trophy-Fisch. Also nachts eine Trophy. Ja, ich würde sagen, da fangen wir nachts einfach mal einen Kaulbarsch und gut ist auf Grund. Trophy oder Super Trophy zählt beides. Also das klappt doch. Oh, hier haben wir auch schon wieder was abgehakt. Ach, gucke mal. Fange mit einer Spinning- oder Castingroute einen mindestens 4 Kilo schweren Fisch in einen der aufgeführten Gewässer. Hoppala, ist mir schon reingeballert aus Versehen hier an der Belaya. Sehr schön, Glück gehabt. 4,4 Kilo. Fluss Belaya, Kunstködermontage, einfach mit dem Funky Minnow F7003 rausgeballert und reingezogen, das Ding. Hatte auch ein bisschen Bock. Das ist doch gut.
Ja, und dann ist das hier doch schon fast erledigt. Also, das sind die Non-Premium-Aufgaben, gar nicht so schwierig. Ja, dann gucken wir jetzt natürlich auch noch rein in die Premium-Aufgaben. Also nur erreichbar, wenn du Premium hast, beziehungsweise aus dem Non-Premium-Bereich das Premium-Token aktivierst. Dann kannst du auch diese Aufgaben abschließen. Ich würde sagen, hol dir erstmal ein paar Infos, wo das genau und wie das geht. Wir richten ja zurzeit im Discord hier auch noch einen Bereich ein, wo du dir genau die Aufgaben angucken kannst, wie das andere gemacht haben. Und dann eben zügig zusehen, dass man das schnell nachmacht und dementsprechend schnell auch diese Aufgaben abschließen kann. Zumindest die Aufgaben, wo du sagst, ja, das wäre mir vielleicht doch wichtig. Hier diese Posen und so sind mir nicht so wichtig. Ich hätte vielleicht lieber hier eine Schaufel oder die Lampe hätte ich gerne oder so einen Klappstuhl. Also wenn du sagst, okay, so ein paar Sachen sind mir wichtig, ich schaffe vielleicht eh nicht alles, aber so ein paar oder hier so eine Nordmeertour nehme ich noch gerne mit, dann konzentriert man sich halt da drauf. So, wir gucken noch mal eben durch. Was gibt es denn hier? Wir haben hier, fange einen Zander mit einer Spin- oder Castingroute Belaya. Okay, Zander an der Belaya machen wir. Gerne in den Morgenstunden, Abendstunden. Gerne auch auf Jig. Kriegen wir mit Sicherheit hin. Dann fange mit einer beliebigen Posenroute an der Belaya ein Fisch mit einem Mindestgewicht von 800 Gramm. Gar kein Problem. Posenroute, Posenangeln, Belaya war schon immer gut. Dann fange am Moskitosee mit einen Schuppenkarpfen und Spiegelkarpfen mit einer beliebigen Grundrute. Ich würde auch relativ klein reingehen, einfach vielleicht mit dem Maiskorn, mit der Erbse und dann am Moskitosee, der geht ja einmal so runter, oben rechts in der Ecke würde ich es glaube ich probieren, beziehungsweise auch vorne links in dem Bereich in Richtung Brücke. Also das sind so zwei Bereiche, die auch da immer wieder ganz gut liefern. Rein zufällig eben auch die Karpfen. Ja, das wird schon. Kann ein bisschen dauern, weil die Karpfen halt echt so ein bisschen random da sind. Aber ja, es ist ja keine Größe vorgegeben. Von daher sollte das schon gehen. Vielleicht einfach mit einem kleinen Sechserhaken reingehen. Gar nicht so ganz riesig und ab dafür. So, damit haben wir die erste Aufgabe durch. Kommen wir direkt zur zweiten. Auch da habe ich schon irgendwas erledigt. Fange mit einer Spin- oder Castingroute 3 verschiedene Fischarten mit einem Gewicht von mindestens 1 Kilo. Windenbach, Moskitosee, Fluss Belaya. Zack, zack, zack. Belaya, Döbel, Rapfen, Taimen. Gar kein Problem. Aufgabe erledigt. Also auch das funzt natürlich, ja, relativ einfach. Also das ist wirklich keine Herausforderung. Fange mit einer beliebigen Posenroute 5 verschiedene Fischarten mit einem Gewicht von 500 Gramm. Mit der Meldung Treibangeln. Okay, ja, kriegt man auch hin. 5 verschiedene Fischarten am Windenbach. Ja, kriegen wir hin. Also wir haben natürlich Hasel und Laube. Wir kriegen die Rotaugen da drauf. Wir kriegen die Güster da drauf. Wir kriegen alles mögliche im Barsch einfach drauf mit der Zuckmückenlarve. Also das ist ja überhaupt gar kein Thema. Ah? Laube, Hasel, ist was aufgefallen? Laube, Hasel mit 500 Gramm wird schwierig. Das heißt, wir nehmen noch einen Döbel und einen Aaland dazu, dann haben wir es wieder. Also, kriegen wir aber auch hin. So, fange ein Hasel mit einem Gewicht von mindestens 180 Gramm am Windenbach. Ja, machen wir auch am Windenbach, Fluss Belaya. Ja, müssen wir testen. Jetzt durch den Umbau, vielleicht ist es leichter geworden. Aber Hasel am Windenbach, gar kein Thema. Ja, auch durch, abgehakt. Fange Döbel oder Aaland mit einem Gewicht von 1,5 Kilo. Moskitosee oder Alte Festung. Fange einen Döbel oder Aaland. Ich glaube, ich würde auch wieder den Döbel nehmen. Und auch da am ehesten probieren mit Grashüpfer. Grashüpfer und Döbel klappt immer wieder ganz gut. Ja, könnte auch da ein bisschen dauern, weil es da so selten irgendwie spezielle Spots für gibt. Dann fange eine Trophäe mit einem Gewicht von mindestens 500 Gramm am Windenbach. Ja, Trophy-Angeln ist immer natürlich so ein Ding. Dauert immer ein bisschen, muss man vielleicht ein bisschen Zeit investieren. 500 Gramm wäre halt Döbel-Trophy, würde sein die Güster als Trophy. Das geht auf jeden Fall immer mal wieder ganz gut rein. Zope als Trophy, möglich, aber eben auch schwierig. Ja, machbar. Ich denke mal, am ehesten ist sowas wie ein Döbel. Der sollte wahrscheinlich mit am leichtesten reingehen. Mit einem Gewicht,
am Windenbach. Ja, ja, ja. Aber ist schon ein bisschen eine Herausforderung. Trophy zu fangen ist schon immer eine Challenge. Fange 5 verschiedene Fischarten mit Grundruten und einem Gewicht von mindestens 1 Kilo an der alten Festung. Naja, also einfach angeln. Gar kein Thema. Ab dafür. Ich würde einfach mit Boilies reingehen und dann geht man mal mit einem Tauwurm rein und dann hat man es doch. Fange 11 verschiedene Fischarten am Kuori mit einer beliebigen Posenrute. Okay, das wird ein bisschen Challenge, das wird ein bisschen herausfordernd. Also von ganz klein, von den Maränen und so weiter, also von den ganz kleinen Ritzen und so weiter, also ganz kleine mitnehmen bis zu den größeren Fischen. Auf jeden Fall die Insekten mitnehmen, den Mistkäfer und sowas alles mitverwenden, dass man da auch alles bekommt. 11 verschiedene, ja, ist auf jeden Fall eine Challenge, aber nicht unschaffbar. Also das kriegt man noch hin. Dann fange am Bärensee mit Brei oder Teig einen Schuppenkarpfen, Spiegelkarpfen, Lederkarpfen. Ja, Maisbrei und Honig. Also das ist eine klassische Kombi. Wenn du die Köderkombination schon kannst, bist du natürlich im Vorteil. Und dann geht das locker vom Hocker, also easy auf Match. Fange mit einer Spinning-Casting-Route am Kuori eine Quappe mit einem Gewicht von mindestens 3 Kilo. Also nachts Jig-Montage am Kuori auf Quappe. Ja, könnte man sogar vom Land aus, von dieser Landzunge schaffen und dann so leicht rechts rüber da in diese tiefe Rinne. Ja, durchaus möglich, klar. Schafft man schon. Auf jeden Fall eine Jig-Montage wählen. Vielleicht einfach da die Schaumgummifische und ab dafür. Fange 8 verschiedene Fischarten am Fluss Wolchow mit einer leichten oder ultraleichten Spin- oder Casting-Route. Ja. Es ist nicht vorgegeben, wie das Gewicht ist. Also fangen wir natürlich wieder klein und fein und leicht an und gehen dann weiter vor bis zu den Hechten, bis zu den Rapfen. Vielleicht geht sogar noch ein Lachs rein. Das könnte allerdings ein bisschen tricky werden. Ja, Wolchow, ich hoffe, er liefert, ne? Wolchow ist halt immer ein bisschen schwierig. So, fange 7 verschiedene Fischarten am Donetz mit einer Stippe. Das ist doch mal eine schöne Challenge. Also maximal 3 Kilo auf der Stippe. Ja, aber kriegt man noch hin. Das ist doch das Gewässer, wo man die ganzen kleinen Fischis macht. Ich glaube, das ist so ein Ding, was man auch wieder schön im Livestream machen kann. Also einfach vorbeischauen, 19 Uhr ab in den Livestream und dann gucken wir mal, was da geht. Die nächste Aufgabe. Fange mit einer Stipprute 8 verschiedene Fischarten mit einem Gewicht von höchstens 100 Gramm am Wolchow. Alter, auch das wieder tricky. Ich sage es dir. Wolchow, Alten. Das gehört mal überarbeitet, das Gewässer. Aber Wolchow, ja, machbar, aber auch schwierig. Um da die richtigen Spots zu kriegen, da müssen wir ein bisschen suchen. Aufgabe 6, 7, 8, 9, da kommen noch ein paar. Also, Aufgabe 6. 6 verschiedene am Donetz. Ne, da waren wir doch, oder? Zack, zack, zack. Ne, tatsächlich nicht. Da geht's weiter. Also, am Donetz mit Spinning oder Casting und einem Blinker in der kleinen Kategorie. Also, darauf aufpassen. Blinker, da steht am Kunstköder dran. Kunstködergröße klein. Also nicht hier mit den ganz großen Dingern durchballern oder auf Mittel oder so. Immer darauf achten, am Kunstköder muss dran stehen klein, dass das dann auch lübt. Dann fange einen Wildkarpfen mit einem Gewicht von 5 Kilo am Donetz. Ja, braucht man auch ein bisschen Geduld. Natürlich am besten mit Boilie und Co. Irgendwas Fischiges bis hin zum Tauwurm. Alles machbar. Fange mit einer Stipprute 8 verschiedene Fischarten mit Insekten an der Sura. Wird auch spannend, kriegt man aber auch hin. Auch dazu gab es zuletzt ja nochmal eine Challenge hier wieder mit der Rotfeder zum Beispiel. Die hat auch funktioniert auf Grashüpfer. Also auch das kriegen wir doch bestimmt hin. Und dann gibt es dafür die Nordmeer-Tour. Aufgabe 7. Fange einen Sterlet und einen russischen Stör an der Sura. Da brauchen wir wieder ein bisschen Sitzfleisch. Ja, klassisch eben auch mit Krillboilies, mit Tauwurm wieder probieren, ab in die Rinnen, in die tiefen Löcher werfen. Ja, aber kann ein bisschen dauern.
Fange mit einer Spinning- oder Castingroute und einer Hauptschnur mit einer Stärke von höchstens 12 Kilo einen Fisch mit einem Gewicht von mindestens 5 Kilo am Koori. Naja, klar. Seeforelle, ratzfatz und ab dafür. Oberflächenköder, ab dafür. Gar nicht so schwer. 12 Kilo Hauptschnur, ja. Ja, reicht. Reicht dicke. Fange 16 verschiedene Fischarten an der alten Festung. Einfach so. Alle Fische an der alten Festung. Da können wir auch vielleicht ein Wettangeln drauf machen. Zack, ab an die alte Festung. Einmal angeln auf alles und dann gib ihm. Auch wieder da bei solchen Aufgaben. Kleine Haken, kleine Köder. Einfach gucken. Man kann manchmal einen ganz wilden Fang machen, einfach nur auf einer Zuckmückenlarve oder sowas mit einem 18er Haken, 20er Haken. Dann ballert die da auf einmal eine kleine Güster rein, vielleicht noch ein kleiner Döbel, kleines Rotauge und so weiter. So Sachen, wo man sonst sich denkt, ja Moment, wo fange ich das denn? Also sowas geht dann relativ easy. So, weiter geht es. Fange 6 verschiedene Fischarten am Fluss Sura mit der Jig-Montage und einer leichten oder ultraleichten Casting. 6 verschiedene Fischarten an der Sura mit Jig-Montage. Ja, könnte ein bisschen tricky werden. Auch das braucht ein bisschen Zeit. Aber dann natürlich auch wieder vom Barsch bis hin zum Steinschild, zum Zander, Wels. Also da gibt es doch schon einiges. Aber das eben auf einer leichten oder ultraleichten Spinning- oder Casting-Route. Auch das wird schon eine Challenge. Fange am Fluss Sura einen Silberkarpfen mit einem Gewicht von mindestens 8 Kilo. Ja, auch dazu gab es vor kurzem noch eine Info. Auch dazu gibt es ein sehr gutes Video auf dem Kanal Sura oder in der Playlist Sura zum Silberkarpfen. Oder wie gesagt, einfach Silberkarpfen in der Kanalsuche eintippen. Und dann kommt das Ding. Klappt immer wieder, die Stelle klappt immer wieder. Also ist einfach relativ safe und 8 Kilo ist auch nicht so schwierig. Guck mal hier, fange 10 verschiedene Fischarten mit einem Gewicht von mindestens 3 Kilo in einer der ausgeführten Gewässer. Also hier Spinning, Windenbach, Koori, Alte Festung, Bärenseefluss. Ja, ne, erster Fisch ist schon da, gar kein Problem. Aufgabe 9 und 10 dann noch. Also Endspurt, fange mit einer ultraleichten Route 8 verschiedene Fischarten am Koori. Na klar, dafür braucht man halt ultralight, aber ultraleichte Routen, ja, da muss man schon mal ein bisschen gucken, aber es gibt ja auch ein paar günstigere, die man sich holen kann, wobei da halt der Verschleiß so hoch ist, ne? Das ist natürlich dann uncool. Da lohnt sich dann doch schon, ich sag mal, eine mittelgute Qualität. Fange einen Fisch der mindestens 500 Gramm wiegt, mit einer Stippe und einer Hauptschnur von maximal 1,5. Das ist eine Challenge, die es, glaube ich, sogar in den Herausforderungen gibt. Da empfiehlt es sich, eine Güster auch zu fangen. Da haben wir wieder die Güster vom Windenbach. Klappt damit an für sich ganz gut. Ein Fisch von mindestens 500 Gramm. Da ist es sogar, fange eine Trophy in der Herausforderung von mindestens 500 Gramm. Hier ist es jetzt einfach nur ein Fisch. Es muss nicht eine Trophy sein. Also auch das machbar. Fange eine Barbe am Bärensee, Kupfersee, Bernsteinsee. Ja, ich glaube, am leichtesten wäre da der Bernsteinsee, so mit Muschelköder und ähnliches. Bärensee klappt natürlich auch. Kupfersee habe ich schon lange nicht mehr dran gehabt. Aber ja, geht auch immer mal wieder rein. Gewichtsmäßig, glaube ich, ist es mit 5 Kilo am leichtesten am Bernsteinsee. Bärensee ist aber auch durchaus möglich. Da sind es aber wahrscheinlich eher die Muschelköder oder sowas oder Boilies. Ich glaube einfach auf dem Tauwurm. Naja, ist auch machbar. Ich hatte jetzt zuletzt 2 Trophys gefangen. Einmal auf Weizenkorn und einmal auf Tauwurm. Tauwurm-Kombination übrigens mit klassischer Stör-Futtermische, nicht mit der Barbenfuttermische. Aber klappt auf jeden Fall auch mit einfachen Ködern. So, wenn wir das abgehakt haben, haben wir dann sogar noch die neue Lampe und dann kommt Aufgabe 10. Fange 7 verschiedene Fischarten an der unteren Tunguska oder Yama mit einem künstlichen Nagetier. Ja, ich würde ab zur Yama gehen. Zack, zack, zack. Die kleineren und die mittleren Nagetiere holen. Die Nagetiere gibt es nur an der Tunguska. Kann man nur da kaufen. Also untere Tunguska, da in dem Spezialshop im Hinterhof. Da kauft man dann die Nagetiere und dann ab dafür.
Fange einen Bachsaibling, Ladoga-Saibling oder Klott-Saibling am Archipel mit einer Spinning- oder Casting-Route. Ja. Fange einen, nee, nicht oder, sondern und. Also alle 3. Das ist gut, aber auch natürlich schwierig. Am Ladoga Archi. Läuft, glaube ich, am besten immer noch mit Vecchirig. Also das dann auf jeden Fall mit Vecchirig mal testen. Wird am Archi schon klappen. Fangen Sie 3 aufgelistete Arten von Plattfischen am Nordmeer. Scholle, Doggerschabe und Klische. Zum Glück nicht als Trophy, sonst würde ich ja komplett verzweifeln. Aber auch das wird man ja wohl hinkriegen. Eine Nordmeer-Geschichte noch am Ende und dann haben wir alles durch. Das sind Aufgaben, würde ich sagen, die durchaus machbar sind, die ein bisschen, die Challenge liegt, glaube ich, darin, dass es einfach auch ein bisschen über Zeit geht und nicht so wahnsinnig viel mit Glück zu tun hat. Also klar, das ganze Game hat ja irgendwo auch mit Glück zu tun, aber es ist nicht so schwierig wie bei den letzten Aufgaben, die wir gemacht haben, mit der Regenbogenforelle zum Beispiel. Es sind jetzt keine Fische dabei, wo man sagt, ja, wie soll man denn den fangen? Sondern es ist tatsächlich eher so ein Ding über Zeit, wenn man weiß, wie und wo, wenn man die Erfahrung hat, gar kein Thema, wenn man, naja, so ein bisschen mehr Zeit investiert, auch dann klappt das gerade mit diesen Langzeit-Sachen hier, fange, keine Ahnung, 11 verschiedene Fischarten oder sowas, da braucht man einfach ein bisschen mehr Zeit. Aber das machen wir einfach vielleicht auch zum Teil zusammen. Das wird schon funktionieren. Ich mache mir da gar keine Sorgen. Wir haben 60 Tage Zeit, 2 Monate Zeit. Gar kein Stress. Immer dran denken, es gibt ganz viele Spieler, die jetzt natürlich da reingehen. Wenn du das vielleicht erst in 30 Tagen machst, weil du denkst, ach komm, ich habe ja noch Zeit, ändern sich natürlich die Spots. Das heißt, irgendwann sind da nicht mehr so viele Spieler, die dir mal eben verraten können, ach, wo hast du denn diesen einen Fisch gefangen mit 800 Gramm? Dann laufen die Spots natürlich irgendwann nicht mehr. Nach 2, 3 Wochen ändern sich wahrscheinlich irgendwann wieder die Spots oder die Ködervorlieben und dann muss man irgendwann selber und alleine anfangen zu suchen. Jetzt am Anfang gibt es natürlich viele Spieler, die da reingehen und viele Infos, die darin zusammengetragen werden und dann kommt man da wahrscheinlich leichter und schneller mit durch. So, ihr Lümmels, toi toi toi, viel Spaß mit den Aufgaben. Wir sehen uns dann im Livestream. Wir gehen natürlich auch mit rein in den Livestream und probieren unser Glück auf die verschiedenen Aufgaben. Immer 19 Uhr, ab geht es. Live auf Twitch und dann sehen wir uns natürlich auch noch im nächsten Video und gucken, was es sonst noch so Neues gibt. Petri, bis zum nächsten Mal.